Solana wird Ethereum überholen. Vor einem Jahr hätte ich das für unmöglich gehalten, obwohl ich seit 4 Jahren in Solana investiert bin und keiner Solana so intensiv verfolgt wie ich. Aber ein Flippening, also ein Überholen, war sehr unwahrscheinlich für mich. Die letzten 12 Monate waren überragend für Solana. Ihr kennt das ein wenig aus meinen TikTok- und Instagram-Videos, aber heute zeige ich euch die wichtigsten Metriken und wir schauen uns jetzt die Zahlen an. Dann stelle ich euch am Ende des Videos nach den ganzen Zahlen und Fakten die Frage: Wäre es wirklich überraschend, wenn Solana Ethereum überholt? Fangen wir direkt an. Das sind die wichtigsten Solana-Metriken, jeweils im Vergleich zu Ethereum. Ich werde gleich auf diese einzeln eingehen. Aber ihr seht schon in der Übersicht, dass Solana in allen Bereichen auf Ethereum aufholt oder in den meisten Bereichen sogar überholt hat. Das sind nicht irgendwelche Metriken, sondern die Metriken, die zeigen, dass eine Blockchain für Validatoren, für Entwickler und für Nutzer attraktiv ist. Das heißt, alle Bereiche müssen steigen, damit eine Blockchain überhaupt das Potenzial hat, Ethereum angreifen zu können. Und diese Übersicht beschäftigt mich mit der Frage, ob ich in diesem Bullrun überhaupt noch Ethereum in meinem Portfolio benötige. Ihr wisst aus meinem anderen Video, dass ich sehr viel von Ethereum in Solana umgeschichtet habe und dass Solana sowie Solana-Ökosystem-Token wie Radium, Jito, Camino, Orca und Jupiter schon seit längerem den Großteil meines Portfolios ausmachen. Also es geht hier ganz konkret um die Frage, ob ich in diesem Bullrun noch mit Ethereum diversifizieren muss. Das ist eine der wichtigsten Solana-Grafiken, und zwar der wirtschaftliche Realwert. Denn nur das sagt aus, wie attraktiv eine Blockchain für Validatoren ist, die das gesamte Netzwerk absichern, aber auch weiterentwickeln. Denn nur wenn eine Blockchain ausreichend Gebühren durch Transaktionen einnehmen kann, wird sie Validatoren anziehen. Und je mehr Validatoren angezogen werden, desto dezentraler kann die Blockchain werden. Solana hat erstmals Einnahmen von über 16 Millionen Dollar an einem einzigen Tag erreicht. Ist das viel? Ja, ist es. Solana ist seit einem Monat die wirtschaftlich attraktivere Blockchain als Ethereum, obwohl Ethereum eine deutlich höhere Marktkapitalisierung hat. Das heißt, wenn Solana das weiter so halten kann, dann muss der Solana-Preis im Vergleich zum Ethereum-Preis weiter steigen. Das kann auch dazu führen, dass mehr und mehr Validatoren sich in Zukunft für Solana entscheiden werden. Und ich sehe zurzeit ehrlich gesagt absolut keinen Grund, warum sich das kurzfristig wieder ändern sollte. Ethereum ist aktuell in der Findungsphase und steckt ehrlich gesagt sogar in einer Mini-Krise, während Solana die ganzen neuen Benutzer durch Meme-Coins und andere Applikationen für sich gewinnt. Aber Solana gewinnt auch immer größere Wallets für sich, also entweder Nutzer, die viel Kapital mitbringen, oder Nutzer, die mit ihrem Kapital sehr aktiv auf Solana unterwegs sind und für viel Volumen sorgen. Das ist eine wichtige Metrik, denn ich sage immer, eine Blockchain lebt von Aktivität und deshalb kann ich zum Beispiel Cardano und IOTA auch nicht ernst nehmen. Hier sehen wir auch, dass die bisherigen Solana-Nutzer nicht nur für mehr Volumen sorgen, sondern dass wirklich Kapital von anderen Blockchains Richtung Solana fließt. Vor allem die Ethereum Layer 2 Blockchains wie Arbitrum, Optimism, Linear, aber auch Polygon verlieren an Kapital. Das Ganze wandert entweder auf Base oder eben weg von Ethereum Richtung Solana und Sui. Wir sehen hier die letzten 3 Monate und ein Grund könnte folgender sein. Die ganzen Meme-Coins. Der Solana-Kurs geht unter anderem auch wegen den ganzen Meme-Coins durch die Decke. Egal ob Bonk, Goat oder Dog with Head, das Volumen auf dezentralen Börsen wie Radium steigt und hört nicht auf. Wie denn auch, wenn aktuell täglich über 200.000 neue Token erzeugt werden. Das ist eine absurde Zahl. Ich habe euch im Video zu meinen Top 3 Solana-Projekten ja auch bereits Projekte vorgestellt, die von dieser Meme-Coin-Welle profitieren. Ich selber bin ja ein Fan davon, mein Risiko in einem gewissen Rahmen zu halten und investiere daher selber nicht in Meme-Coins, aber mit Solana, Radium, Jupiter, G2 und Orca profitiere ich indirekt schon von dieser Meme-Coin-Welle. Ich muss aber auch sagen, dieser Bullrun gehört bisher komplett Solana. Was aktive Wallets angeht, bewegt sich Solana in einer ganz anderen Dimension, auch wenn es hier und da Leute gibt, die sagen, dass ein Teil dieser User Bots sind, muss eine Blockchain erstmal technisch und wirtschaftlich diese Attraktivität für Bots bieten. Sonst sticht hier noch NIR-Protokoll hervor. Und das Besondere bei NIR ist, dass viele der Anwender bei Applikationen gar nicht wissen, dass diese Applikationen auf NIR-Protokoll laufen. Das ist ziemlich beeindruckend und ich halte seit ICO immer noch meine NIR-Protokoll-Coins, aber habe ehrlich gesagt in diesem Bullrun keine weiteren gekauft, aber auch nicht verkauft. Auch bei den täglichen Transaktionen spielt Solana in einer eigenen Liga. Meine beiden anderen Favoriten, bei denen ich immer sage, dass nur diese beiden Blockchains es von der Performance her mit Solana aufnehmen können, sind Sui und Aptos. Beide Blockchains sind deutlich jünger als Solana, aber zeigen hier, dass sie für kurze Zeit auch mit einer höheren Last klarkommen. Aptos hat sogar an einem einzigen Tag über 300 Millionen Transaktionen geschafft, so viel wie keine andere Blockchain. Über Solana wurde in der Vergangenheit gelacht,
weil es einige Male ausgefallen ist. Aber jede andere Blockchain kommt nicht annähernd an diese Zahlen heran und würde deutlich früher zusammenbrechen, obwohl viele dieser Blockchains sogar sehr, sehr zentral sind. Deswegen ist Solana technisch aktuell das Maß aller Dinge. Von den EVM-Blockchains müsst ihr euch nur einen Namen abspeichern und das ist Monad. Wenn Monad veröffentlicht wird, dann sehen wir auch zum ersten Mal eine EVM-Blockchain, die also gewissermaßen Ethereum nah ist, die dann auch von der Performance her mit Solana, Sui und Aptos mithalten könnte. Alle anderen sind weit, weit weg, denn Voraussetzung ist eine asynchrone virtuelle Maschine und Parallel Execution. Das habe ich auch bereits Anfang des Jahres gesagt. Entweder gibt es die monolithische These oder die modulare These. Und es sieht zurzeit sehr stark danach aus, dass man wirklich diese monolithische These umsetzen muss, um User anzuziehen, um Developer anzuziehen und auch wirklich um sich durchsetzen zu können gegenüber Solana. Der ganze Deepin-Bereich ist ja bereits aus Solana abgewandert, weil Ethereum dafür einfach nie in Frage kam. Aber jetzt wandert auch die Königsdisziplin auf Krypto, und zwar Decentralized Finance, kurz DeFi, auf Solana. Aber es macht auch Sinn. Wir sagen ja immer, Blockchains sind günstiger und effizienter als traditionelle Bankensysteme. Das trifft leider nicht auf Bitcoin und Ethereum zu, aber auf Solana schon. Wenn ich $5 von A nach B schicken möchte, dann geht es auf keiner anderen Blockchain so schnell, einfach und günstig wie auf Solana. Sogar Sui holt auf Ethereum auf und es würde mich ehrlich gesagt nicht mal mehr wundern, wenn es im Laufe des Bullruns, also wirklich im Laufe des Bullruns, Ethereum überholt und das wäre wirklich ein Big Bang. Solana ist aktuell aber auch die NFT-Blockchain, sowohl was die Anzahl der User angeht, die Anzahl der neuen NFTs, aber auch die Summe der Royalties für die Künstler. Man muss auch sagen, dass Solana hier von einzigartigen Teams wie Metaplex, Drift, Phantom, Tensor und auch Magic Eden profitiert. Das sind Projekte, die kann Ethereum aktuell für sich nur wünschen, nachdem OpenSea es nicht hinbekommen hat. Auch bei den Aggregatoren spielt Solana mit Jupiter wieder in einer ganz anderen Liga. Jupiter gibt es nur auf Solana und trotzdem besitzt es 64% des Volumens aller Aggregatoren. Jupiter ist sowieso seit 3 Jahren eine meiner Lieblingsapplikationen in Krypto und auch wenn du nicht in Jupiter investierst, die Nutzung der Plattform ist wirklich 1A. Aber nicht nur Jupiter, sondern alle Anwendungen auf Solana generieren aktuell so hohe Einnahmen. Oktober 2023 haben Solana-Applikationen nur 1% der Einnahmen von Uniswap, Aave, Maker und Co., also von Ethereum-Applikationen generiert. Aber jetzt sind Solana-Applikationen an Ethereum-Applikationen vorbeigezogen, innerhalb von nur 12 Monaten von 1% auf 109% gestiegen und es steigt immer weiter. Diese Grafik ist super wichtig, denn wenn du Entwickler bist, kannst du aktuell auf Solana mehr verdienen, ohne die negativen Nebeneffekte von Ethereum, wie diese ganze Fragmentierung, erfahren bzw. auf dich nehmen zu müssen. Also wir haben uns jetzt so viele Metriken angeschaut und ihr seht, dass Solana im Vergleich zu Ethereum gestiegen ist kein Zufall und hat nichts mit irgendwelchen Chartanalysen zu tun. Ganz objektiv gesehen ist es ungerechtfertigt, dass Ethereum immer noch eine 3-mal höhere Marktkapitalisierung als Solana hat. Das heißt, wenn Solana Ethereum einholt, müsste der Solana-Preis auf $650 steigen und wenn sich der Ethereum-Preis in diesem Bullrun noch verdoppeln sollte, also was gar nicht so unrealistisch ist, dann könnte der Solana-Preis sogar noch auf $1.300 ansteigen. Aber ganz egal, ob wir Solana auf 400, 600 oder $1.000 sehen, die Lücke zu Ethereum muss auf jeden Fall kleiner werden. Das ist auch aktuell der Grund, was mich veranlasst, zu überlegen, ob ich jetzt auch meine restlichen Ethereum in Solana investieren sollte. Ich sage, wenn ich meine Emotionen ausblende, dann muss ich das eigentlich machen. Aber dann würde die Steuerfrist neu beginnen. Was wirst du machen? Jetzt noch umschichten oder so lassen? Schreib gerne in die Kommentare.